Hätten Sie gedacht, dass die Universität Wien einen eigenen Satelliten im Weltraum betreibt? Seit Anfang 2013 befinden sich die Nanosatelliten UniBright der Universität Wien und der baugleiche Partnersatellit TUCSat-1 der Technischen Universität Graz in einer erdnahen Umlaufbahn. Der Geburtshelfer und Leiter des Forschungsprojekts ist Professor Werner Weiß vom Institut für Astrophysik der Universität Wien. Unser UniBright hat ein Teleskop mit 3 cm Öffnung und einem CCC-Detektor und man kann damit die hellen Sterne mit einer sehr hohen photometrischen Genauigkeit beobachten. UniBright ist ein Teleskop, das zwar von der Größe her viel kleiner ausfällt als das berühmte Hubble-Teleskop, aber durch die Spezialisierung auf die Beobachtung von sehr hellen und massereichen Sternen dennoch einen wertvollen Dienst für die Wissenschaft leistet. Wie diese Sterne funktionieren, wie deren Entwicklung abläuft, das untersuchen wir mit Hilfe der sogenannten Asteroseismologie. Das heißt, wir schauen uns an, wie diese Sterne vibrieren und je nachdem, in welchen Perioden diese Sterne vibrieren, kann man dann auf den inneren Aufbau derselben zurückschließen, sozusagen eine Art Röntgenbild machen. Aufgrund der geringen Ausmaße zählt das Teleskop zu den sogenannten Nanosatelliten, wegen der würfelförmigen Erscheinung auch manchmal CubeSat genannt. Die kleinen Satelliten sind natürlich wesentlich preisgünstiger als große Satelliten. Man könnte daher mehrere davon bauen. Während ein Satellit gerade hinter der Erde verschwindet, kann diese Beobachtungslücke ein anderer Satellit abdecken. UniBright und TUCSat-1 sind Teil eines internationalen Projekts mit der Bezeichnung Bright Constellation, bestehend aus einem Cluster von 6 geplanten Satelliten der Länder Österreich, Kanada und Polen. Am 25. Februar 2013 wurden die beiden österreichischen CubeSats von einer indischen Trägerrakete in den Weltraum gebracht und erfolgreich im Low Earth Orbit ausgesetzt. Bis es dazu kam, war es allerdings ein langer Weg, der bis in die 90er zurückreicht. Da gab es eine Kooperation mit kanadischen Astronomen, die den MOST-Satelliten entwickelt und gebaut haben. Und im Rahmen dieser Aktion gab es Gespräche auch über Kleinsatelliten, ob man nicht noch kleinere Satelliten bauen könnte. 2004 fand ein CubeSat-Symposium in Wien statt. Darauf folgte ein Projektantrag für die Finanzierung des Satelliten. Aus MOST wurde schließlich das internationale Nachfolgeprojekt BRIGHT. Fast gleichzeitig hat die Technische Universität in Graz, die naturgemäß nicht so sehr am astrophysikalischen Aspekt interessiert war als am technologischen, auch daran gedacht, selbst einen CubeSat zu bauen. Ein Satellitencluster hat nicht nur den Vorteil, die Sterne kontinuierlich beobachten zu können, sondern sie liefern auch mehr wertvolle Daten zur Erde als ein einzelner, weil sie mit verschiedenfarbigen Filtern ausgestattet sind. Außerdem können mehr Sterne gleichzeitig erforscht werden. Bei unseren CubeSats sind es konkret nicht die fernen Galaxien. Wir blicken nicht auf die Zeiten des Urknalls zurück, sondern wir schauen uns die hellen Sterne an, die in ihrer unmittelbaren Nähe sich befinden. Und das Schöne an diesen Sternen ist auch, dass sie die massereichen Sterne sind. Und als solche ist ihr Beitrag für das Entwickeln der Chemie in unserem Universum ein dominierender. Sehr massereiche Sterne explodieren zum Beispiel als Supernovae und dabei entstehen dann jene Elemente, die zum Beispiel in der Goldplombe zu finden sind oder im Titan-Kniegelenk. Mit UniBright kam es zur Kooperation mit der TU Graz, aber auch international gibt es einen regen Austausch mit anderen Forschungsgruppen, vor allem in Kanada und Polen. Nicht zuletzt haben die Österreicher damit international für Aufsehen gesorgt. Ich kann nur sagen, aus dem jetzigen Stand des Wissens werden wir noch die nächsten 3–4 Jahre von UniBright Daten kriegen. Die anderen Satelliten sind etwas später gestartet, werden entsprechend länger arbeiten. Der kanadische Satellit hat aufgrund unserer Erfahrungen eine bessere Abschirmung des CCDs. Das heißt, das Altern des CCDs wird dort auch langsamer erfolgen. Wir werden sehen.